Hallo, heute sind wir im Tiergarten Kleve. Ja, wir stehen hier inmitten unserer Südamerika-WG im Tiergarten Kleve. Hier leben einmal unser Listaffenpaar zusammen mit zwei südlichen Kugelgürteltieren. Und das Besondere an unseren Listaffen ist, dass sie einerseits sehr, sehr gut zu unserem Konzept passen, zu unserer Umwandlung zum modernen Natur- und Artenschutzzentrum, weil sie auch vom Aussterben bedroht sind. Und andererseits sieht man sehr, sehr schön, dass unsere Listaffen relativ zutraulich sind und aus der Hand fressen. Und hier in Kleve bieten wir die Möglichkeit an, das Rendezvous mit dem Lieblingstier zu besuchen, wo man einmal so nah mit seinen Lieblingstieren kommen kann. Und ich glaube, jeder, der einem Listaffen so nah begegnet, wird einmal begeistert von dem Tier sein. Und dann können wir wunderbar über Artenschutzprojekte aufklären, denn nur was der Mensch kennt und was er liebt, das möchte er auch irgendwann schützen. Mit unseren Listaffen machen wir regelmäßig ein Medical Training. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir die Tiere auf Kommando auf die Waage bekommen. Da stellen wir hier auf das Brett eine Waage hin, dass wir sie einmal wöchentlich wiegen können. Wir können mittlerweile auch den Bauch abtasten bei unseren Listaffen. Also auch eine ganz, ganz tolle Sache, wie man als Tierarzt und Tierpfleger, Tierpflegerin möglichst nah an die Tiere kommen kann. Ja, und weil unsere Listaffen gerne auch mal an das Gürteltierfutter gehen, haben wir für unsere Gürteltiere eine eigene Kiste gebaut, wo wir das Futter verstecken. Dadurch, dass die Kiste am Boden steht, relativ eng ist, einen dunklen Eingang hat, wird sie von den Listaffen nicht gerne angenommen und die Gürteltiere lieben sie, schlafen da gerne auch drin und finden dann da ihr Fressen, wo sie ungestört dann eben auch von den Listaffen das zu sich nehmen können. Wir haben auch ein Pärchen Kugelgürteltiere bei uns. Das sind südliche Kugelgürteltiere. Hier vorne unsere Paloma, ein junges Weibchen, was wir aus der Tierwelt Herberstein übernommen haben. Und unser Petro, ein etwas älteres Männchen, was in Leipzig schon Zuchtqualitäten bewiesen hat. Ja, und mit unserem jungen Weibchen, unserem erfahrenen Petro, hoffen wir, dass wir auch bald in die Zucht der südlichen Kugelgürteltiere einsteigen können. Durch unsere Vergesellschaftung mit Listaffen und den nachtaktiven Kugelgürteltieren hat man hier zu jeder Tages- und Nachtzeit etwas zu beobachten. Und oft fragen uns aber Besucher, wann man denn unsere Gürteltiere am besten sehen kann. Und deswegen bieten wir hier in Kleve Nachtführung an, wo man nachts mit Taschenlampe durch den nächtlichen Tiergarten geht und auch eine große Chance hat, unsere Gürteltiere in Aktion zu sehen. Und für alle Besucherinnen und Besucher, die nicht bis nachts 9:30 im Sommer warten möchten, bieten wir donnerstags nachmittags immer eine Schaufütterung bei unseren Gürteltieren an, wo man beim wöchentlichen Wiegen dabei sein kann und dann unsere Gürteltiere live in Action sehen kann. Vor 2 Jahren haben wir unsere Südamerika-WG hier zusammengestellt und unsere Listaffen und die Kugelgürteltiere passen wunderbar in unser neues Konzept, dass wir uns zum modernen Natur- und Artenschutzzentrum wandeln. Listaffen ja vom Aussterben bedroht, Gürteltiere auch als potenziell gefährdet, dafür IUCN roten Liste gelistet. Deswegen hervorragend ins Gesamtkonzept des Tiergartens passend.
Und man sieht, die Tiere haben einmal die großzügige Innenanlage, die auch naturnah bepflanzt ist, und haben noch eine große Außenanlage, wo sie bei schönem Wetter auch ganz gerne rausgehen. Wir haben tolle Neuigkeiten bei uns in der Südamerika-WG im Tiergarten Kleve. Und zwar haben wir den ersten Listaffen-Nachwuchs. Im August diesen Jahres sind Zwillinge bei uns zur Welt gekommen. Und dadurch, dass Listaffen ja auch mittlerweile zu den vom Aussterben bedrohten Primaten gehören, ist es ein ganz, ganz toller Zuchterfolg. Die beiden Jungtiere entwickeln sich soweit auch sehr, sehr gut. Sie werden von Tag zu Tag mobiler. Die ersten Wochen wurden sie ja nur von den Eltern am Rücken getragen. Mittlerweile sind sie aber auch so weit, dass sie sich langsam abnabeln, selber auch schon beginnen, feste Nahrung zu fressen. Und Mehlwürmer und Sophobas-Larven stehen auch ganz oben auf der Leibspeisenliste. Listaffen verdanken ihren Namen der Haartracht, die sie am Kopf haben. Und zwar hat diese doch eine gewisse Ähnlichkeit zu der Haartracht des Komponisten Franz Liszt. Und guck einmal in die Kamera. Wenn man sich die Haare anschaut, dann sieht man doch die Ähnlichkeit, und daher der deutsche Name Listaffe. Vergesst jetzt nicht zu abonnieren und aktiviert auch die Glockenbenachrichtigung, damit ihr kein neues Video mehr von uns verpasst.